Meine neue Reihe Ein Stempelset 5 Ideen startet mit dieser Treppenkarte. Ihr habt entschieden, das Stempelset am Horizont hat im Januar das Rennen gemacht. Damit also heute eine ausführliche Anleitung für diese besondere Kartenform. Also bleibt dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Und wir halten uns auch wieder gar nicht lange mit der Vorrede auf. Es gibt heute eine ausführliche Anleitung für diese Treppenkarte. So ist sie zusammengefaltet, so ist sie aufgeklappt. So könnte man sie flach hinlegen. Ja, eine Anleitung kurz und knackig habe ich dir letztens schon gezeigt. Die verlinke ich auch wieder hier. Da gab es zum Beispiel die Karte mit dem Segelboot oder hier mit den kleinen Ottern, auch sehr witzig. Oder in meiner Tüte drin dieses und im Umschlag auch noch die passende Karte für im normalen Kartenformat. Auf dem Begriff normales Kartenformat, da wollen wir uns gar nicht lange dran aufhalten. Die Anleitung also verlinkt. Wenn du Maße brauchst, die sind dann alle auf meinem Blog zu finden. Ja, was ist das? Meine Reihe Ein Stempelset 5 Ideen. Ich zeige in den nächsten Wochen 5 Ideen mit diesem Set am Horizont. Und zwar wird es eine Karte sein, diese besondere Karte, eine Verpackung, wahrscheinlich eine Stempeltechnik, die weitergestaltet wird. Dann etwas zum Thema Minibuch und eine Seite, die erste Seite für mein Jahresalbum 2022. Jo, ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet. Mache erstmal meinen Arbeitstisch frei. Und dann geht es auch schon los. Für diese Karte in dieser großen Form, die ist am Ende 15 x 15 cm, benötigt ihr ein Stück Farbkarton. Ich habe Grundweiß genommen und ich habe den extra starken genommen, weil ich finde, das steht einfach super und hält auch die Form, trotz der vielen Einzelteile, die aufgeklebt sind. In den Maßen 15 x 25 cm. Dann 2 große Felder als Mattungen in den Maßen 9,5 x 9,5 cm. Ich sortiere das hier auch schon mal so ein bisschen grob an. Dann 2 Auflagen zum Gestalten in 9 x 9 cm. Und kleine Felder in den Maßen 4,5 x 4,5 cm. Und da habe ich ein bisschen variiert. Das zeige ich gleich. Eigentlich brauchst du im Ganzen 7 Felder, aber das müssen nicht nur Designerpapierfelder sein, sondern es kann natürlich auch nochmal Farbkarton mit einer Mattung sein. Dann habe ich also 4,5 x 4,5 und nochmal eine Auflage in 4 x 4 cm. So wird am Ende die Karte aussehen. Damit wir aber die Mechanik hinbekommen, werden wir sie erstmal vorher falzen und schneiden. Und wie das geht, kommt jetzt. Dafür brauchen wir unseren Papierschneider, mit dem man auch falzen kann, und nehmen das große Blatt. Ich habe übrigens zu dem Stempelset passend auch die Stanzformen verwendet. Das siehst du dann. Du kannst aber in der Gestaltung allein mit dem Stempelset schon richtig viel machen. Du könntest also fast alle Motive auch stempeln. So, jetzt kommen wir wieder dazu, dass ich hier mir ein Raster aufmale. Ich zeige nochmal die Mechanik, habe ich ja bei der kleinen Kartenform und kurz und knackig schon gezeigt. Das ist praktisch das Verhältnis 3:5. Ich teile mein Blatt, egal in welcher Größe, in 3 gleiche Felder nach unten und 5 gleiche Felder nach rechts auf. Und das mache ich jetzt, wenn das Blatt 15 x 25 ist. Dann lege ich es erst bei 5 cm an. Ich habe ja schon gesagt, bei mir ist praktisch die Führungsschiene nicht in Zentimeter, sondern immer noch in Inch. Also behelfe ich hier mit einem Hilfslineal. Könnte ich mir auch alles anzeichnen. Wir müssen es aber auch nicht übertreiben. Ich habe letztens gemerkt, das funktioniert so. Also ich lege es bei 5 cm an der langen Seite an und ziehe das erste Feld bis 5 cm. Wunderbar. Dann lege ich bei 10 cm an und ziehe das zweite Feld von oben bis 10 cm. Dann lege ich bei 15 cm. Jetzt sehe ich hier drüben im dritten Feld, bei der dritten Linie, da brauche ich etwas von 5 cm angefangen. Also bis dahin ziehe ich einfach mal
durch, ohne dass ich drücke, und ziehe dann komplett bis runter. Und das nächste Feld, jetzt mache ich mal mein Beinchen raus, bei 20 cm brauche ich nur noch unten ein Feld von 5 cm. Also wieder mein Hilfslineal angelegt und bis 5 cm. Wunderbar. Da haben wir die Linien. Also hier 5 cm, 10 cm und wenn man hier von unten guckt, wieder 10 cm und 5 cm. Jetzt kippe ich. Die kurze Seite wird oben angelegt, jetzt wird geschnitten. Und das erste Feld, wenn ich es jetzt so rum anlege, dass hier vorne die 5 cm das kleine Feld sind und da oben das andere, dann geht es jetzt hier also auf 5 cm. Und ich ziehe eine Schnittkante, also eine Schneidelinie. Setze einen Schnitt, jetzt habe ich das richtige Wort, von hier dieser Seite 10 cm bis hier vor auf die Kreuzung zu den 5 cm. Klappe das hoch. Und da hinten noch einen kleinen Millimeter, genau, und das Ganze jetzt bei 10 cm angelegt und da brauche ich von diesen 5 cm hier hinten bis zu den 10 cm hier vorne. Wieder genau gucken, dass gerade liegt und bis da hinten hin passt und schon funktioniert das. So sieht das aus. Hier ist eine Linie und da. Das ist mein Feld links oben, rechts unten. Schneidemaschine kann weg. Und jetzt brauchen wir hier vorne oben beim ersten Feld eine Bergfalte, beim zweiten eine Talfalte. Nur ein bisschen anfalten, beim hier unten zweite Ebene, die erste Berg, hinten die Tal. Und beim dritten Feld Berg vorne, hinten Tal. Und das machen wir nur minimal, weil jetzt ist alles so, dass nichts zerstört ist. Und jetzt klappen wir es einmal rüber und wenn alles gerade angezeichnet ist, liegt es exakt auf und wir nehmen unser Falzbein und falzen das Ganze. Wunderbar, schon passt das. Ja, was können wir schon auftragen? Die Mattungen in jedem Fall. Dann machen wir das schon mal, dann hat das Ganze schon so ein bisschen Optisches und dann werden wir uns gemütlich zurücklegen, Käffchen trinken und die Karte fertig ausgestalten. Und da hast du ja sicher schon gesehen, da ist ja einiges, was man machen kann mit dem Stempelset. Man kann es natürlich auch lassen, wie immer. Also ist immer so eine Frage, wie viel oder wenig man haben möchte. Kleben, beide aufeinanderlegen, abziehen, aufkleben, Reihe um die richtige Mattung. Und dann passt das. 1, Nummer 2. Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich mache ja ungern so ganz identische Sachen, aber vielleicht ist es heute einfach mal dran. Ich lege mal nebeneinander. Ich habe mir schon mal überlegt, hier habe ich gearbeitet mit, wird mir gleich einfallen, Papaya. Zusätzlich zu den Abendblau, Anthrazit, Babyblau, Celadon und Lodengrün. Also 2 Blautöne, 2 Grüntöne und ein Grau. Und ich dachte, diesmal nehme ich mal ein bisschen Kracher rein als Kontrast, und zwar das Glutrot. Warum nicht? So, das ist schon mal meine Veränderung. Vielleicht mache ich die Textgestaltung noch ein bisschen anders. Das entscheidet sich gleich. Ich würde mal sagen, bevor ich die kleinen Felder klebe, werde ich erstmal die 2 Hintergründe gestalten. Und das machen wir jetzt mal. Welcher Technik? Schauen wir doch mal. Wir legen sie mal beide hier hin. Ich zeige das mal hoch. Hier siehst du, hier oben habe ich gewischt. Das werde ich auch machen. Hier unten habe ich auch gewischt. Das fand ich ganz witzig. Mache ich jetzt aber nicht weiter, also ein bisschen schabloniert, sondern ich werde mit der Stempelfarbe und dem Wassertankpinsel arbeiten. Und hier oben werde ich das auch so ein bisschen kombinieren. Also ich denke, ich mache das nochmal so. Hier unten ist grün und hier ist blau Wasser und das andere ist Himmel. Und als Kontrast, was mache ich anders? Ich nehme jetzt von dem Designerpapier, was es übrigens in der Celebration gibt, die andere Seite. Jetzt mal bei der Karte. Legt mir die schon mal so hin, dass ich so ein bisschen auch die Farbe aufgreifen kann. Ja, haben wir ja schon mal ein paar Veränderungen. Und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Ja, also nehmen wir den Acrylblock und ich arbeite mal ein bisschen Himmel. Dafür nehme ich das Babyblaue
und drücke das hier einfach mal ab auf meinen Acrylblock. Dann nehme ich den Wassertank und gehe in die blaue Farbe und werde jetzt hier unten das Wasser gestalten. Da gibt es jetzt 1000 Möglichkeiten, hätte ich natürlich auch mit Schwamm machen können, aber ich denke mal, ich mache das hiermit. Ich schiebe das mal ein bisschen hoch. Du könntest jetzt hier an der Stelle eventuell auch das Seidenglanzpapier nehmen, eventuell lässt sich das da besser vermischen. Ich will aber nur so ein bisschen das andeuten mit dem Wasser und da ist das für mich okay. So, dann geht der Stempelblock einmal in die Putzung und ich arbeite jetzt mit Grün für die andere Seite und dann nehme ich mal durchaus das Celadon und drücke das hier drauf. Kann sein, dass ich das später dann auch nochmal brauche. Aber jetzt wird das erstmal so ein bisschen hier Hintergrund minimal gestalten. Bei der Karte habe ich das im Nachgang gemacht und es kann sein, dass ich das hier auch noch mal hinterher mache. Du kannst da auch immer mit mehr Wasser arbeiten. Einmal hier auf den Block einfach einen Tropfen drauf und das breit malen. Ist das hier noch mal besser zu verteilen. Oder du. Das soll eigentlich auch so eine ganz einfache Sache nur sein. Das werden wir noch fertig ausgestalten, wenn wir dann was aufgesetzt haben. Ich habe dir schon mal gezeigt, wie das auch gehen kann. So, dann habe ich Schwamm für Himmel. Und auch hier setze ich mal zuerst mit Blau an. Vom Horizont her ist immer klar, ganz weit weg ist ganz hell. Das bedeutet, unten ist es heller. Also gehe ich unten in den Bereich, male ich was Helleres. Und nach oben werde ich dunkler. Da setze ich mir dann wahrscheinlich nachher auch gleich noch den Kontrast oben drauf. Mit den Blending-Pinseln zu malen, das kann man ein bisschen ausprobieren und üben. Entweder man will das so ein bisschen wolkig oder alles gleichmäßig. Also das ist so eine Sache, die kann man wirklich lange vor sich hin malen. Probieren, testen. Ja, das ist schon mal so der Anfang. Es gibt auch ein wunderschönes Designerpapier zu dieser Reihe. Das hat ganz tolle Farbverläufe und meine Karten hier, meine Motive sind so ein bisschen in diese Richtung nachgearbeitet, aber eben auch nur ansatzweise. Und das Designerpapier ist sicher in den nächsten Tagen schon wieder lieferbar, nur heute habe ich es praktisch nicht verfügbar. So, das haben wir. Und dann habe ich mir also mit den Stanzformen verschiedene Sachen ausgestanzt. Die lege ich jetzt hier mal so ein bisschen hin. Ich habe Berge. Da gibt es zwei verschiedene Stanzformen. Einmal diese Hintergrundstanzform und dann das Filigrane. Und bei dem Filigranen, das zeige ich jetzt mal, das stanzt man praktisch aus und hat dann für zwei, muss ich die richtigen suchen, Moment, für zwei Berge die Elemente, also für zwei Bergketten. Darauf mache ich keine Berge, ich bin ja eher der Wassertyp, der Meertyp, siehst du. Moment, ich habe das Falsche erwischt, das ist immer so ein Koko-Problem. Okay, also ich habe auf Weiß zweimal diesen einfachen, die Bergkette, gestanzt und dann habe ich das andere Element ausgestanzt. Einmal die Konturen außen auf das Weiße geklebt und beim zweiten Mal habe ich die Innenkonturen, die Ausstanzungen drauf geklebt. Ja, und dadurch habe ich praktisch zwei Gebirgsketten. Ja, und die sortiere ich mir jetzt schon mal da hinten so ein bisschen an. Und ich finde das eigentlich ganz witzig da oben mit diesem Spruch. Ich glaube, das mache ich hier auch. Ich überlege immer noch, ob ich den anderen Spruch nehme. Am Horizont warten neue Wege. Ich glaube, ich nehme mal den. Ja, den setze ich da oben drauf. Hier habe ich das mit der Mauer geprägt, da das aber nirgends, oder mit diesem Holz, also gestempelt mit diesem Holzmotiv, da es aber nirgends anders auftaucht, lasse ich das jetzt mal. Werde hier einfach stempeln mit Blutrot. Das war ja mal der Plan. Also,
das erste, was wir stempeln. Ein Blutrot. Am Horizont wachsen, warten neue Wege. Wachsen ist auch schön in dem Zusammenhang. Jetzt haben wir da unten ein bisschen rot hingedrückt, das werden wir verzieren später. Die Fehler immer alle irgendwie korrigieren. Dann habe ich hier das Atme durch und dann genieß deinen Tag. Auch die stempel ich beide. Ich gucke mal, wo ich weißes Schnippelchen habe. Habe ich eins. Atme durch. Geht hier drauf. Wobei ich überlege, ob ich das nicht auf diesen Untergrund setze. Dieses kleine Feld. So, kommt es hin. Atme durch. Also da drauf. Und das andere, was wir noch haben, ist das Entspann dich und genieß den Tag. Da bin ich mir auch wieder nicht ganz sicher. Setze ich erstmal hier drauf und schaue mal, ob ich dann da was abschneide. So. Schneide schon mal ein bisschen was aus. Ja, jetzt gehen wir an die Berge ketten. So, hier hinten lege das erstmal auf, bevor ich das klebe. Und schaue mal, wie ich zusammensetze. Wahrscheinlich in etwa so. So finde ich das ganz schick. So klebe ich das da drauf und das Ganze aber an den Rand hier unten. So, los. Such mal meinen Flüssigkleber, denn der ging doch eben schon wieder nicht. Jetzt läuft er. Ladehemmung. So, dann setzen wir den hier hin. Gerade. So. Dann das Graue drauf. Ein bisschen versetzt. Und ganz vorne die blau-weiße Bergkette. Das ist so ein bisschen, als ob Wasser sich spiegelt im Berggestehen. Runter, malen wir noch hoch. Gut aufdrücken, gut andrücken. Dann drehen wir das um. Schneiden mit unserer Schere links und rechts das Überstehende ab. Und weil wir da hinten wieder so anbringen, unser Schild dann anbringen, werde ich das hier oben einfach als Halterung für das Schild aufkleben. Ja, Gestaltung geht ja immer alles. Da hast du ganz sicher perfekte Ideen. Du kannst gerne mit dem Hashtag Stempelfamilie oder Kreativwerkstatt Angela Köber oder was dir sonst so einfällt, was auf mich hinweisen könnte, was in den sozialen Netzwerken posten. Instagram, Facebook, haben wir noch Pinterest. Jo, jetzt setzen wir das hier schon mal drauf. Da nehme ich Abstandsklebepunkte, die großen. Setze das oben hin. So, du siehst, hier habe ich das so gestaltet und ausgeschnitten und hier haben wir jetzt einfach so aufgesetzt. Jo, was brauchen wir? Jetzt kommen die Vögel. Sicher Möwen. Dann gehe ich mal in Anthrazitgrau und setze sie hier einfach zwischen. Passt wunderbar. So.
Und hier drüben werden wir sie auch schon draufsetzen. Da fliegen einfach jede Menge Möwen über die Berge und Täler. So, das ist fast fertig. Sieht viel kälter aus als das dort, oder? Ich glaube, das Wasser ist kälter. Genau. So, das setzen wir schon mal da hinten drauf. Da nehme ich jetzt mal, damit ich keine klebrigen Finger habe, das doppelseitige Abreißklebeband. Trage da einfach bis zum Rand gut 4 Spuren auf. Nennen wir jetzt mal so. Gehen wir ab. Und setzen es drauf. So, 1. Und hier unten ist ja inzwischen auch gut getrocknet. Schauen wir mal, wie wir das gestalten. Da hätte ich hier auch gestanzt. Erstmal die 2 Zäune. Falls sie noch was vorbereiten, hat sie wieder vertrieft. Mal die Fächer aus. Schnipsel ausstanzen. Sind hier drin geblieben. So. Manchmal ist es ganz gut, wenn man es zweimal durchdreht. Hauptsache man dreht nicht selber durch. So, das setzen wir hier drauf. Das passt ganz gut. Und dann bauen wir mal unsere Landschaft. Da gibt es hier diese witzigen Bäume. Man könnte das natürlich auch alles stempeln. Aber ich will schon diese Formen verwenden. Ich hatte hier noch einen Hügel, den habe ich diesmal in Weiß mir überlegt. Warum auch nicht? Dann ist das Ganze noch ein Ticken heller. So, schauen wir einfach an, würde ich sagen. Kleben wir den Hügel auf. Du siehst immer nur, wenn mein Kleber alle ist, weil du dir wahrscheinlich nicht vorstellen kannst, was hier geklebt wird, wenn du nicht dabei bist. Hier geht manchmal die Klebepost ab. So, das haben wir. Dann gehen wir den grünen Hügel. Ah, jetzt haben wir es geschafft. Habe ich da an der einen Stelle so viel Klebstoff drauf, da muss ich mal einen Trick anwenden. So, hier ein Papier und ziehe den Klebstoff runter, fast komplett, und verteile ihn dann wieder. So, gut verteilt und das Ganze hier drauf, angedrückt. Nummer 1 und den weißen Bergkamm vorne an, und der kriegt jetzt oben so einen kleinen grünen Schimmer. Wirst du gleich sehen, dadurch hebt er sich dann ganz gut ab. Nicht genug ist, wir gucken mal. Ah, da kann mehr Schimmer, ne? Da geht etwas. Minimal. Mal eben auch, das ist natürlich, jetzt will ich sagen minimal, das mache ich schon fast maximal. Aber das geht trotzdem. Hier setzt man eine grüne. Perfekt. Kleber haben wir hier noch. Gehen wir also so. Den dann weg und setzen den hier drauf. Vorsichtig abtupfen und die Seiten abschneiden, was übersteht. So, da sind wir hier auch schon ganz weit. Und bei dem habe ich da im Hintergrund, siehst du, diese Graskante gestempelt. Und ich glaube, das mache ich hier auch wieder. Ich setze das nochmal drauf und nehme mir Stempel. Und Anthrazitgrau, weil das habe ich jetzt überall verwendet und das ist eben nicht ganz so schwarz, logischerweise. Ich setze das einmal hier lang, dahin. Und in der anderen Seite möchte ich es nicht komplett haben.
Also muss ich was zwischenlegen. Mal das hin und setze das so. Und dann siehst du, verläuft sich das und hat nicht so eine glatte Kante. Zu schauen, so wollte ich das gerne haben. Mal kurz so machen. Das haben wir. Dann nehme ich den Glutroten und setze Tatsache hier auf diese Blüten da so ein bisschen Farbe drauf, dass diese Blumen, diese Dolden da einfach diesen roten Schimmer wieder haben, den wir ja schon im Band und in der Schrift auf der Karte haben. So, du kannst mir gern schreiben, nachdem ich ja letztens diese Kartenform mal eben kurz und knackig gezeigt habe, ob dir diese ausführliche Variante eigentlich zu ausführlich ist. Ob du das Gefühl hast, ja, so viel möchte ich ja nur hier wirklich nicht zugucken. Das ist ja schon lästig. Dann schreib mir das doch mal. So, ich nehme noch einen Stift, den von den Blendings, den Lodengrün in dem Fall, und setze hier auch noch mal so ein bisschen Kontraste drauf. Gräser einfach koloriere. Muss gar nicht so exakt sein. Alles so ein bisschen geschleudert. Kann natürlich auch exakt sein, oder? Das ist ja völlig frei, wie du das magst. Und dann nehme ich die Mini-Klebepunkte. Hier sind sie. Und baue damit meinen Zaun drauf. Ich schaue jetzt hier mal ein Stück ab. Nehme meine Pinzette, setze das hier an, rolle beim Ansetzen schon diesen Klebepunkt so ein bisschen zusammen und setze davon jetzt 3, 4 auf jedes Zaunteil auf die Rückseite. Das ist Friemelkram, aber am Ende funktioniert das ja ganz gut. So. Das erste Zaunteil wird präpariert und das setze ich hier vorne. Ich überlege gerade hier unten, ob ich noch ein ganz kleines bisschen Grün nachtragen muss. Naja, ein bisschen nachtragen. Ja. Ja. Ein bisschen Landschaft reinmalen. Das wir da oben auch gleich so ein bisschen noch tun. Immer ganz gut über die Ränder, dass es nicht so abrupt aufhört. So, zweites Zaunfeld, also das erste kommt jetzt drauf. Setzen wir genau hierher. Wunderbar. Und das zweite. Immer schön gucken, dass das die Stanzteil auch wirklich die Rückseite oben liegt. Passt das nicht so schön und sieht eben auch nicht so perfekt aus. Geht aber notfalls auch. So. Auch für das Teil, das ist ein bisschen breiter, reichen eigentlich 4 Elemente. Noch eins. Schauen wir, dass wir den Zaun da richtig positionieren. Am Rand schon ganz gut. In der Mitte geht es durch. Da kann dann jeder durchgehen. Jo, ich finde, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Leg da oben. Notfalls muss ich da wirklich nochmal den Wassertank ransetzen. Sache zu fassen geht auch, ne? Ja, da hast du vielleicht viele Ideen für die Gestaltung. Ja, das kommt hier vorne drauf. Kleben wir also auch schon mal auf. Suche gerade den besten Kleber wieder. Kennen wir noch aus dem letzten Video, oder? Oder war es das vorletzte? Auch einen neuen Kleber. Moment. Denkst du, Puppe? So. Jetzt haben wir das.
und setzen das hier oben drauf. Und nachdem wir das vorhin ja schon mal ausprobiert haben, schauen wir jetzt einfach, wie wir unsere Teile wieder auftragen, alle miteinander. Was da wie ginge. Genieß deinen Tag. Ich finde ja, wir können dieses Element eigentlich hier oben komplett hinsetzen. Ich schaue mal, wie mir das jetzt am besten gefällt. Ja. Senkrecht können wir immer sehen. Wenn das zugemacht ist, dann könnten wir hier das Entspann dich haben. Da unten das Atme durch. Okay. Dann wäre da unten die Möglichkeit für eine Schleife. Die könnten wir aber auch da oben hinsetzen. Ja. Das passt da unten oben gar nicht so, sondern ich mache das andersrum. Ich mir das doch die Sache nochmal mit dem Hintergrund an. Ja, kannst du gerne Tipps geben. Ich werde sie noch nicht hören. Also, so ist es aufgestellt. Diese gegenläufigen Seiten kleben wir jetzt einfach, weil die sehen wir nicht. Die werden wir ganz einfach ohne große Gestaltung kleben. Ich habe zwar hier drüben diese Baumkette noch mal drin und da überlege ich auch, ob ich die noch mal nehme. Aber das wird sich gleich entscheiden. Das machen wir gleich spontan. Ja, das passt eigentlich ganz gut zu meinem Himmel. Und das hier unten ist. So, und da würde ich sagen, hier oben kann meine Reihe an Vögeln noch mal draufgesetzt werden. Dann haben wir wieder Anthrazitgrau. Jetzt schaffen wir da Verbindungen. Was so rum ist, dann kommt es da hinten oben hin. Also nehmen wir diese Fläche hier, gucken, dass die richtig rumfliegen. So wie ein Schwarm da oben weiter. Genau, da kommen die hin. So, dann ist das nächste. Irgendeine Stelle ist ja nur so immer mal, will nicht sagen immer muss, aber kann. Eine Schleife. Dann haben wir dieses neue schöne blutrote Band. Das Band nicht zu dick und nicht zu dünn. Das gefällt mir gut. Da mache ich erstmal eine Schleife draus. So. Enden abschneiden. Der nächste Spruch nicht zu kurz und nicht zu lang. So, jetzt wäre die Idee, ob wir das da oben auf meinen Fleck packen. So richtig gefällt es mir nicht, bin ehrlich. Also setzen wir es wie hier drüben bei dem unten hin. Okay. So. Ich finde das ja schon, dass immer irgendwas fehlt. Immer. So. Da setze ich das hin. Und dann haben wir hier so eine Graskante. Die setze ich hier unten auch drauf. Warum nicht? Ein bisschen. Genau. Dann schauen wir einfach mal, wie wir das da reinkriegen. Du siehst, jetzt überschlagen sich die Ideen bei mir. Kann es gar nicht schnell genug gehen. Das ist dann so. Und hier unten ziehen wir jetzt einfach das Gras drauf. Warum nicht? Mit durch. Ganz unten eine Graskante. So. So. Hoch oben passt. Schneiden die Beinchen wieder links und rechts ab und setzen das Ganze auf unser abendblaues Feld. Klebstoff drauf, abendblau drüber. Und da haben wir noch ein schönes mit Motiv. So, das geht dahin. Super. Das gefällt mir schon mal gut. So, dann haben wir die Schleife und dann nehmen wir dieses Feld
Und hier so ein Schnipselchen, passt perfekt. Doppelseitiges Abreißklebeband lege ich in der Mitte auf, setze das Schnipselchen drüber, klappe auf der Rückseite nochmal doppelseitiges drauf, klappe die Seiten um und klebe das Feld fest. Okay, einmal am Abreißklebeband bin, sitzt komplett drauf. So, das haben wir. Und du hast schon richtig überlegt, da kommt die Schleife drauf. Und wieder Klebepunkte, wo haben wir sie? Hier drüben. Und die Schleife schön aufbringen. So, das ist doch schon mal eine gute Variante, finde ich. Bis dahin gefällt mir das. So, jetzt fehlt nur noch der Rest. Hier hinten habe ich jetzt ein bisschen in der Farbe drin. Das werde ich nachher Tatsache hinten noch mal ein bisschen so in dieser Art kolorieren. Aber das mache ich später, so an einigen Stellen, damit das dann nicht mehr auffällt. Also wir kennen den Spruch ja schon, wo gehobelt wird, fallen Späne. So. Und dieses Entspann dich und genieß deinen Tag schneide ich jetzt so knapp aus, dass ich das in das Feld kriege. Könnte ich natürlich auch mehrfarbig machen, wie auf der ersten Karte. Aber ich glaube, ich lasse das mal so. So, jetzt gucken wir uns das an. Jetzt klappen wir nochmal zu. Und dann finde ich das schon wieder passend. Dann geht das, weil da nochmal überlegt wird, ob wir das nicht doch auf so ein Himmelsfeld setzen. Ja, es gibt immer Möglichkeiten ohne Ende. Und was meinen wir? Ich setze das da mal so drauf, weil, finde ich, von der Gesamtansicht passend. Ich kann ja am Ende mal sagen, welche Karte besser aussieht oder was man anders machen könnte. Es gibt ja immer, manchmal hat man das Gefühl, es geht nur so und nicht anders und manchmal denkt man, hier braucht man Möglichkeiten. Ende. So, dann haben wir hier die kleinen Klebe, doppelseitigen, Abstandsklebepunkte. Und damit setzen wir das da oben drauf. Und dann gibt es in dieser Produktreihe noch was ganz Tolles. Das hat mich ja vom ersten Moment an begeistert. War überhaupt einer meiner absoluten Favoriten auf den ersten Blick hin. Also Liebe auf den ersten Blick, sagen wir mal so. Es gibt in der Reihe noch so kleine Mini-Steine. Hier, wie heißen sie richtig? Kieselsteine. Lackakzente Kieselsteine. Und da greifen wir den Grauton wieder auf und setzen jetzt hier vorne an den Weg noch ein paar Steine. Die legen wir einfach so ein bisschen da an die Zaunelemente an. Auch schon welche verwendet letztens. So, da liegen einfach ein paar Steine. Kieselsteine nämlich. Ja, das sieht doch ganz witzig aus, ne? Wenn wir da nochmal mit dem Lodengrün so minimal kleine Striche ransetzen, dann ist das nochmal wie so ein Schatten, der da in den Stein rumfliegt. Ja, auch nochmal witzig. Da haben wir noch ein paar Gräser drüber. Ja.
Und nun haben wir die Verbindung. Ja, die zwei Landschaften passen eigentlich super zusammen. Und jetzt da oben ist jetzt die Frage, wie wir das noch in Ordnung bringen. Und da schaue ich einfach noch mal, was geht. Oh, es geht einiges, ne? Es geht sogar ein bisschen Graskante. Aber so richtig gefällt mir das noch nicht. Da werde ich einfach noch mal in Ruhe drüber nachdenken, womit ich das da oben noch ein bisschen in Ordnung bringe. Aber ich glaube, das kommt noch, das rote Fleckchen. Ja, da fällt mir sicher noch was ein. Ja, das war die Idee für heute. Ich lege das mal so hin. Und meine erste Karte dazu, ich muss ja mal sagen, also ich finde die Gestaltung von den Texten bei der ersten Karte besser und mit dem Blutrot bei der zweiten Karte, da kann ich noch mehr anfangen. Das sieht mir im Ganzen noch stimmiger aus. Ja, was findest du? Schreib mir das gerne. Ich freue mich da immer. Ja, es gibt ja immer ein nächstes Mal für die nächste Karte. Da kann man das dann berücksichtigen. Die verwendeten Materialien, die du hier im Video gesehen hast, kannst du direkt über meinen Online-Shop bestellen. Lieferbarkeit natürlich vorausgesetzt. In der Beschreibung unter dem Video habe ich dir das verlinkt. Dort findest du auch alle lieferbaren Produkte von Stampin' Up, wie gesagt, im Online-Shop. Ja, ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Dann gib mir gerne einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal, dann verpasst du keine meiner weiteren Videos und vor allem auch aktuell meine Reihe nicht. Meine 5 Ideen zu einem Stempelset und das ist diesmal am Horizont. Die kurze Anleitung ist verlinkt und ansonsten erwarten dich hier weitere Ideen, Anleitungen und Tipps. Also bleib gern dran und sei gespannt. Ich freue mich auf dich im nächsten Video. Deine Angela von der Stempelfamilie.